Hallo zusammen, wie geht es euch? Ich heiße Agustin, ich komme aus Venezuela und lebe fast 2 Jahre in der Schweiz. Das ist mein YouTube-Channel, auf dem ich für spanischsprachige Menschen über mein Leben in der Schweiz spreche. Ich bin etwas nervös, weil dies mein erstes Video auf Deutsch ist und ich hoffe, dass alles, was ich sage, von euch verstanden wird. Ich habe mehr als ein Jahr Deutsch gelernt und beende derzeit das Niveau C1. Deshalb denke ich, dass ich jetzt vor vielen Leuten Deutsch sprechen kann, ohne mich zu schämen zu müssen. Ich spreche Spanisch als Muttersprache und für mich war das Erlernen der deutschen Sprache sehr schwierig, da es auf Deutsch eine ganz andere Grammatik als auf Spanisch gibt. Und deshalb möchte ich euch heute 5 Dinge erzählen, die mir auf Deutsch sehr schwer fallen. Let's go! Nummer 1. Auf Deutsch gibt es viele Wörter, die sehr lang und schwer auszusprechen sind. Zum Beispiel Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung. Unglaublich. Auf Spanisch ist Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles. Aber das ist nicht ein Wort, es sind mehrere Wörter. Das ist eine andere. Erweiterungsfallversicherungsgesetz. Auf Spanisch ist Ley de Seguros para Accidentes Laborales. Könnt ihr diese Wörter lernen und sie richtig aussprechen? Weil ich nicht. Nummer 2. Es war nicht einfach für mich. Ich musste viele Male üben, um es zu meistern. Meine Frage ist, warum? Warum müsst ihr das Verb am Ende verwenden? Weil es für mich sehr schwierig ist. Warum kann es nicht sein, zum Beispiel, weil ist es sehr schwierig oder weil es ist sehr schwierig? Es wäre einfacher für mich. Aber nein, richtig ist, weil es sehr schwierig ist. Warum muss es so kompliziert sein? Nummer 3. In der deutschen Welt passiert etwas sehr Komisches. Es gibt Verben, die trennbar sind. Was? Wirklich? Zum Beispiel das Verb anrufen, llamar. Auf Deutsch kann ich nicht sagen, zum Beispiel ich anrufe dich. Nein. Auf Deutsch muss ich sagen, ich rufe dich an. Yo te llamo. Warum müsst ihr das Verb trennen? Das macht keinen Sinn. Warum könnt ihr es nicht normal sagen? Ich anrufe dich. Es wäre einfacher. Aber nein, Deutsch soll mich sehr belasten. Nummer 4. Auf Deutsch gibt es 3 Artikel. Der, maskulin, die, feminin und das, neutral. Aber fügen wir noch hinzu den, die, das, die, dem, der, dem, den, des, der, der. Die Artikel sind für mich sehr verwirrend, weil es auf Spanisch manchmal anders ist. Auf Spanisch haben wir nur 2 Artikel, Singular und 2 Plural. Singular, la, feminin und el, maskulin. Und Plural, las, feminin und los, maskulin. Mein Problem ist, dass es auf Spanisch feminin Wörter gibt, aber auf Deutsch maskulin sind. Und umgekehrt. Zum Beispiel der Apfel. Auf Deutsch ist maskulin, aber auf Spanisch ist la manzana. Feminin. Die Broschüre. Auf Deutsch ist feminin, aber auf Spanisch ist el folleto.
ist maskulin. Manchmal verwirrt es mich, weil ich denke, ein Wort feminin ist, aber es ist tatsächlich maskulin. Für mich wäre es perfekt, wenn es nur einen Artikel gäbe. Die. Alle mit die. Es wäre einfacher für mich. Auf Deutsch gibt es das Mädchen und der Junge. Der Junge ist maskulin, das ist klar. Aber das Mädchen ist neutral. Ich verstehe nicht, warum das Mädchen neutral ist, wenn das Mädchen feminin ist. Warum kann es nicht sein, die Mädchen? Es wäre logisch, oder? Auch die Artikel sind sehr wichtig und ich muss alle Artikel der Wörter lernen, sonst kann ich Akkusativ, Dativ und Genitiv nicht verstehen. Das ist eine andere Sache, die für mich sehr schwierig ist. Auf Spanisch haben wir keinen Akkusativ, Dativ und Genitiv und es war sehr schwierig, sie zu verstehen. Wenn ich die Artikel der Wörter nicht kenne, ist das nützlos. Nummer 5. In Deutsch gibt es viele Präpositionen und Konjunktionen. Es ist sehr kompliziert für mich, weil viele Verben eine bestimmte Präposition haben. Viele Präpositionen sind für Akkusativ und andere sind für Dativ und einige sind für beide. Es hängt vom Kontext ab. Viele Präpositionen und Konjunktionen bedeuten dasselbe auf Spanisch. Zum Beispiel, para ist auf Spanisch und bedeutet zu, damit, für, nach, zu, wegen, gegen. Sie, falls, ob, wenn, das, doch, wenn auch, wie, sich. Por, mittels, pro, durch, per, am, zu, wegen, an, in, von wegen, von, via. Que, als, das, als ob, als wenn, auf das, damit, weil, wie. Daher ist es sehr kompliziert, da viele Präpositionen und Konjunktionen in meiner Muttersprache dieselbe Bedeutung haben. Manchmal ist es für mich sehr schwierig zu wissen, welches zu verwenden ist und welches richtig ist. Oh mein Gott, Deutsch ist sehr schwierig. Also, das war alles. Natürlich gibt es andere Dinge, die auf Deutsch für mich sehr schwierig sind. Aber wenn ihr wissen wollt, was sie sind, schreibt ihr sie in die Kommentare. Und ich spreche gerne in einem anderen Video darüber. Ich hoffe, dass ihr alles verstanden habt. Ich verspreche, mehr Videos auf Deutsch zu machen, damit ich üben und mich verbessern kann. Vielleicht kann ich in 2 Jahren ein Video in Schweizerdeutsch machen. Vielleicht. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir ein Like. Ich lade euch auch ein, meinen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank für alles und bis zum nächsten Mal. Tschüss, auf Wiedersehen.